Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Meine Zwergenarmee bekommt die nächste Einheit. Dafür habe ich mir die Eisenbrecher ausgesucht. Diese Veteranen patrouillieren die entlegenen und fast vergessenen Wege und Orte des Undgrim Angkor, der tiefen Wege der Zwerge. Ihre Aufgabe gilt als eine der gefährlichsten, die Zwergen einer Wehrstadt anvertraut werden kann. Entsprechend erhalten sie die beste Ausrüstung und zählen zu den Elitetruppen der Zwerge. Fadoran bewegte sich durch den Stollen. Trotz seiner schweren Rüstung verursachte er kaum Geräusche. Seine Gromrit-Rüstung war aufs Feinste gearbeitet und an ihn angepasst worden, so dass sie ihn möglichst wenig behinderte. Außerdem waren alle Stellen, an denen Metall auf Metall treffen konnte, zusätzlich mit Leder besetzt, um unnötigen Lärm zu vermeiden. Er packte den Griff seiner Axt fester und bewegte sich weiter langsam auf die Kreuzung zu. Seinen Schild hielt er vor sich, um einen möglichen Angreifer abzuwehren. Sein Weg war nur spärlich beleuchtet. Die Leuchtsteine, die diesen Teil des Undgrim Angkor in helles Licht getaucht hatten, waren nach Jahrzehnten, zum Teil auch nach Jahrhunderten fast verbraucht. Wären die Stollen noch genutzt, wären die Steine ausgetauscht worden. So würde das Licht immer schwächer werden, bis die Stollen eines Tages völlig im Dunkeln lägen. Fadoran war dieses schwache Licht nur recht. Als Zwerg konnte er auch mit noch weniger auskommen. Für seinen Auftrag reichte es allemal. Er bewegte sich langsam durch die Schatten und erkundete den Weg. Hauptmann Vasar hatte ihn vorausgeschickt, während der Rest des Trupps Eisenbrecher in einem der alten Wachräume auf ihn wartete. Eigentlich hätte sie eine Gruppe Grenzläufer auf dieser Patrouille begleiten sollen, aber diese waren abkommandiert worden, als die Nachrichten eintrafen, dass vor den Haupttoren Grünhäute gesichtet worden waren. Deshalb hatte Hauptmann Vasar Fadoran ausgesandt. Er war der einzige ihres Trupps, der vorher bei den Grenzläufern gedient hatte, und außerdem war er der Jüngste. Wieder bewegte er sich schnell von einem Schatten zum nächsten. Dann blieb er stehen. Nein, es war nichts zu hören. Trotzdem blieb er stehen und lauschte weiter. Die Gänge waren lang und trugen Geräusche zum Teil über Meilen hinweg. Wieder nichts. Er legte sich hin, drückte das Ohr an den Boden und schloss die Augen. Warum er das tat, war ihm selber nicht ganz klar, aber einer seiner älteren Kameraden bei den Grenzläufern hatte immer gesagt: „Mach die Augen zu, dann hörst du besser." Und es stimmte wirklich. Also lag er still auf dem Boden und presste sein Ohr an den kalten Stein. Da war etwas, ein Kratzen, leise und weit entfernt. Fadoran konzentrierte sich und drückte die Augen noch fester zu. Da war es wieder, jetzt deutlicher, das Schaben von Schritten, vielen Schritten. Es war nicht der Klang der genagelten Stiefel von Zwergen oder die schweren Schritte gerüsteter Krieger. Diese Schritte waren leicht und viele. Er erhob sich, griff nach seinem Schild und machte sich so schnell er konnte auf den Rückweg. Er lief den Weg zurück, den er gekommen war, und orientierte sich dabei an den Reliefs und Friesen, die die Wände schmückten. Für den Uneingeweihten sahen sie alle gleich aus. Für einen Zwerg waren sie Wegweiser und Orientierungshilfen. Fadoran lief weiter. Er öffnete den versteckten Zugang zu einem Nebengang, der ihn zur Wachkammer führen würde. Schließlich erreichte er einen Durchgang, aus dem ein wenig Licht schien. Ein gutes Dutzend Schritte, bevor er den Durchgang erreichte, blieb er stehen und klopfte gegen eines der Friese. Dann legte er sein Ohr gegen das Metall und lauschte. Es kam eine kurze Antwort und er betrat die kleine Wachkammer. Neben jedem der 4 Eingänge standen 2 Eisenbrecher Wache. Hauptmann Vasar saß neben einem Zwerg, der seinen Kopf an die Wand gelehnt hatte und aussah, als ob er schlief. Die anderen saßen oder standen im Raum verteilt. Der Hauptmann nickte Fadoran zu und dieser trat zu ihm. „Hauptmann, ich habe viele Schritte gehört. Gesehen habe ich nichts. Der Menge nach zu urteilen könnten es Grobi oder Skaven sein." Vasar nickte. „Das macht keinen Unterschied. Beide bluten, beide sterben." Er bedeutete den anderen Zwergen, dass der Aufbruch bevorstand. Der Zwerg, der scheinbar geschlafen hatte, öffnete die Augen und schüttelte den Kopf. „Keine Nachricht von den anderen, Hauptmann." Er legte den Kopf wieder gegen das Fries, an dem er bis eben gelehnt hatte. Die Verzierung aus Metall verband die Wachkammern untereinander, um so schnell und unauffällig Nachrichten zu übermitteln. An jedem Weg im Undgrim Angkor gab es dieses Fries, und es war so geschickt in die Wände eingepasst, dass es niemandem außer Zwergen auffiel. Vasar zog eine kleine Wachstafel hervor und ritzte 3 Quadrate hinein. Die Wachkammern. Er verband sie mit den Gängen und zeichnete die 4 Ausgänge jeder Kammer ein. „In jeder dieser Kammern steht einer unserer Trupps." Er zog ein Stück unter den Kammern eine lange Linie. „Das hier ist der Schimmerstieg. Hier, hier und hier." Er verband die Kammern mit dem Schimmerstieg, führen die Wege zusammen. „Hier am Ende ist das Bronzetor." Er machte eine weitere Markierung auf der improvisierten Karte. „Es sind zwar noch ein paar Wegstunden bis dorthin, aber so weit wollen wir das Gezücht nicht kommen lassen. Wir lassen sie bis kurz vor unseren Zugang kommen und dann versperren wir ihnen den Weg. Remgil soll ihnen den Rückweg abschneiden, aber erst, wenn er Kampflärm hört." Vasar wies auf die mittlere der 3 Kammern. „Hauptmann Derak wird als letzter angreifen. Er soll so lange warten, bis er 3-mal das Kasalit aufgesagt hat. Dann soll er in der Mitte angreifen, um die Verwirrung vollständig zu machen.
Wir müssen sie davon überzeugen, dass sie es mit einer weit größeren Streitmacht zu tun haben. Dann wird sie ihr Kampfgeist noch schneller verlassen. Bonom, gib das so weiter. Der Zwerg nickte, legte sein Ohr an den Fries und begann leise zu klopfen. In schneller Abfolge gab er den Plan Vasars weiter. Dann wartete er. Schließlich trat er von der Wand weg und nickte dem Hauptmann zu. Beide Gruppen sind bereit. Vasar nickte. Bonom, du bleibst hier, bis die anderen Signal geben, dass die Goblins die Wachkammern passiert haben. Dann kommst du zu uns. Jawohl, Hauptmann, erwiderte der Zwerg. Ihre Feinde würden den Schimmerstieg entlangkommen müssen. Abgesehen von den Wachkammern, die mit anderen Wegen verbunden waren, gab es keine Abzweigungen mehr, beziehungsweise nicht mehr. Die Zugänge der Wachkammern waren so in die Wände eingearbeitet worden, dass die geschlossenen Türen nicht auffielen. Selbst die kleine Sichtluke war so gearbeitet, dass sie zwischen zwei Reliefs lag und nicht gesehen werden konnte. Also gut, sagte der Hauptmann. Wir brechen auf und warten am Schimmerstieg auf sie. Mit diesen Worten nahm er seine Waffen auf. Die Eisenbrecher nahmen Marschformation ein und rückten vor. Sie bewegten sich leise durch den kurzen Gang. Nur hin und wieder war ein leises Geräusch zu hören, wenn doch einmal Metall auf Metall traf. Schließlich erreichten sie die Türe, die sie auf den Schimmerstieg führen würde. Vasar öffnete den Sichtschlitz und spähte in den Gang hinaus. Dieser Weg war größer und die Decke war wegen des wenigen Lichts fast nicht zu sehen. Früher waren Handelskarawanen auf diesen Wegen gereist, als das Karas Angkor noch das große Reich der Zwerge gewesen war. Jetzt waren viele Festungen verlassen und Karak Alnor verdankte es nur einem glücklichen Zufall, dass die Zwerge beim Anlegen ihrer Stollen auf die Zugänge zum Undgrim Angkor gestoßen waren. Sie hatten sie befestigt und hin und wieder nutzten sie die alten Wege und entsandten schwer bewaffnete Handelskarawanen. Der Zugang zum größeren Tunnel wurde geöffnet und Vasar entsandte Fadoram wieder in den Stollen. Er stellte Wachen auf und jetzt hieß es warten. Fadoram lief wieder die gleiche Strecke, die er bereits zweimal zurückgelegt hatte, und er war auch schon fast wieder dort angekommen, wo er umgedreht hatte. Diesmal musste er sein Ohr nicht auf den Boden legen. Er konnte die Stimmen und das Geschnatter hören. Skaven waren das nicht. Das waren Goblins. Er packte seine Axt fester und zwang sich zur Ruhe, als er spürte, wie der Drang gegen die Grobi zu kämpfen immer stärker wurde. Fadoram blieb noch einen Augenblick stehen, dann lief er seinen Weg wieder zurück, passierte die verborgenen Türen zu den anderen Wachkammern ein weiteres Mal. Er konnte die Runen erkennen, die die Zugänge markierten. Er hob als kurzen Gruß die Axt und hoffte, dass sein Zeichen verstanden wurde. Hinter ihm wurde das Gekeifer und Geschnatter der Goblins lauter und er lief schneller. Spätestens, wenn die Goblins die Posten erreichten, wüssten seine Kameraden, warum er an ihnen vorbeigerannt war. Er beschleunigte seine Schritte noch einmal und lief schneller. Eigentlich war diese Hast eines Zwergen unwürdig. Aber hier ging es darum, den Hauptmann rechtzeitig vom Kommen der Grünhäute zu unterrichten. Ein Kundschafter brachte nichts, wenn ihm der Feind so dicht auf den Fersen war, dass er seinen Atem im Nacken spüren konnte, hatte Hauptmann Gorim immer gesagt, wenn er seine Grenzläufer am Ende des Tages zum Dauerlauf durch die Berge um Karak Alnor befohlen hatte. Der Hauptmann war sich aber nie zu fein gewesen, mit seinen Kriegern zu laufen. Jetzt dankte ihm Fadoram stumm, dass er Tag für Tag diese Läufe absolviert hatte. Etwas außer Atem kam Fadoram an ihrer Stellung an. Die Posten winkten ihm schon von weitem zu, als sie ihn erkannten. Hauptmann Vasar trat zu ihm und schüttelte etwas amüsiert den Kopf. »Ist du etwa davongerannt?« fragte er in einem leicht amüsierten Ton. Fadoram schüttelte den Kopf. »Nein, Hauptmann, aber ein Kundschafter, der gleichzeitig mit den Feinden eintrifft, sollte sich eine andere Aufgabe suchen«, hat Hauptmann Gorim immer gesagt. Die anderen Zwerge lachten leise. »Also, junger Zwerg«, sagte Vasar, »was gibt es zu berichten?« Fadoram atmete noch einmal tief durch. »Hauptmann, es sind Grünhäute und in ihrem Gekeife und Schritten zu urteilen nach ziemlich viele. Mehr kann ich leider nicht sagen.« Der Hauptmann nickte und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Gut gemacht, Junge. Jetzt ruh dich aus, bis wir hier Gesellschaft bekommen.« Fadoram nickte dankbar. Er lehnte seine Axt an die Wand, seinen Schild neben sich und öffnete seinen Wasserschlauch. Bier wäre ihm lieber gewesen, aber das Wasser musste genügen. Ein anderer Zwerg hielt ihm eine kleine silberne Flasche entgegen und bedeutete ihm, einen Zug zu nehmen. Der Branntwein floss Fadorams Kehle hinab und er spürte, wie sich eine angenehme Wärme von seinem Magen aus ausbreitete. Außerdem schmeckte er weit besser als das Wasser aus seinem Schlauch. Er nahm noch einen Schluck und reichte die Flasche mit einem dankbaren Nicken zurück. Der Eisenbrecher nahm die Flasche und ebenfalls einen großen Zug. »Manchmal reicht Wasser eben nicht«, sagte er leise. Sorgfältig verschloss er die Flasche und ließ sie in seinem Beutel verschwinden. Plötzlich ertönte vielstimmiges Kreischen aus dem Korridor. Fast klang es wie Gejubel. »Schildwall!« brüllte Hauptmann Vasar. Die Eisenbrecher stellten sich Schulter an Schulter in den Gang. Dann kamen die beiden Posten, die weiter vorne im Gang gestanden hatten, auf sie zugerannt. Die Reihen der Zwerge öffneten sich und ließen ihre Kameraden ein. »Schilde verschränken!« brüllte Vasar und der metallische Klang von Schilden, die aufeinander schlugen, hallte durch den Korridor. Dann kam eine Welle aus dem Halbdunkel auf sie zu und der Gang füllte sich mit Nachtgoblins, die rostige Waffen schwangen und ihnen kreischend entgegenstürmten. Die Kreaturen warfen sich gegen den Schildwall und die Zwerge wurden von der schieren Masse der Gegner 2 Schritte nach hinten geschoben. Die Waffen der Goblins trafen auf den Schildwall. Speere stachen unter ihm hindurch, nur um an den Gromril-Rüstungen der Zwerge abzugleiten.
Für einen Augenblick schien es, als ob die Masse der Goblins die Zwerge einfach aus dem Weg schwemmen würde. Dann stemmten sie sich gegen den Ansturm und brachten die Goblins zum Stehen. Wie auf Kommando schwangen die Eisenbrecher ihre Äxte und hielten blutige Ernte unter den Feinden. Fadoram stand zwischen Wonom und dem Zwerg, der ihm von seinem Branntwein gegeben hatte, in der ersten Reihe. Er spürte die Schläge der Goblins gegen seinen Schild prallen, dann revanchierte er sich bei ihnen und spürte mit Genugtuung, wie seine Waffe durch Fleisch und Knochen der Goblins fuhr. Das enthusiastische Geschrei der Goblins wandelte sich in ein wütendes Gebrüll, als ihnen klar wurde, dass dies kein leichter Sieg werden würde. Trotz ihres heftigen Widerstands wurden die Zwerge langsam zurückgedrückt. Fadoram spürte einen Schild im Rücken und warf einen schnellen Blick über die Schulter. Tolmir stand hinter ihm und drückte Fadoram den Schild in den Rücken. Der Druck wurde von vorne wieder stärker und die Eisenbrecher hielten dagegen. Sie schlugen mit ihren Äxten auf die Goblins ein, die sich immer wütender gegen den Schildwall warfen. Der langgezogene Ton eines Kriegshorns übertönte den Kampflärm. Die Goblins vor dem Schildwall der Zwerge wirkten plötzlich verunsichert und der Angriff verlor merklich an Kraft. Hauptmann Vasar lachte, als er mit seiner Axt einer Grünhaut den Schädel zerschmetterte. »Auffächern!« brüllte er und der eben noch geschlossene Schildwall verbreiterte sich. »Angriff!« Wie eine Lawine setzten sich die Zwerge in Bewegung. Erst langsam, dann wurden sie schneller und schlugen jeden Goblin nieder, der ihnen im Weg war. Die wenigen, die nur verwundet waren, wurden unter ihren Stiefeln zermalmt. Ein weiteres Horn ertönte und ein Stück vor sich konnte Fadoram erkennen, wie die letzte Gruppe Eisenbrecher aus dem Seitengang in die Flanke der Goblins einbrach. Die schwarz berobten Kreaturen begannen wild zu kreischen, als dieser neue Feind über sie herfiel. Die Goblins saßen zwischen den Zwergen in der Falle und mit jedem Schritt machten die Zwerge ihre Feinde nieder, bis sie ihre Gegner so eingezwängt hatten, dass diese sich kaum noch rühren konnten, geschweige denn ihre Waffen einsetzen. Das Schreien der Goblins wurde weniger, bis es schließlich ganz verstummte. Hauptmann Vasar zog seine Axt aus dem Kopf des Goblin-Häuptlings und wischte die Klinge an dessen Robe ab. »Tolmir, das ist mehr als ein einfacher Plünderertrupp«, wandte er sich an seinen Stellvertreter. Der Angesprochene nickte. »Wir sollten uns beeilen und in die Festung zurückkehren und die Nachricht überbringen. Vorher müssen wir aber dafür sorgen, dass die Kadaver hier keine Krankheiten verbreiten.« Vasar sah zu Fadoram, der auf seine Axt gestützt gerade aus einer Flasche trank. Der Hauptmann trat zu ihnen und streckte wortlos die Hand aus. Der andere Zwerg reichte die Flasche weiter und Vasar nahm einen tiefen Schluck. »Fadoram, ich brauche dich noch einmal als Läufer. Du wirst zum Bronzetor laufen und die Garnison in Alarmbereitschaft versetzen. Wir folgen, sobald wir hier fertig sind. Grungni mit dir, mein Neffe.« Mit diesen Worten drehte er sich um und wandte sich an seinen Stellvertreter. »Tolmir, trennt unsere Gefallenen von den Kadavern der Grobi. Legt unsere toten Kameraden in den Wachraum und versiegelt diesen. Danach«, dabei wies er auf die Goblins, »verbrennt diesen Abschaum und wir machen uns auf den Heimweg.« Und damit sind die Eisenbrecher als erste Nahkampfeinheit für meine Zwerge fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und natürlich läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.